Hallo und herzlich willkommen bei Inside AI. Heute mit einer KI-Druckbetankung. Ich habe mir überlegt, wir machen jetzt einfach einmal im Quartal ein Zusammenfassungsvideo, weil es gibt einfach so viele Dinge, so viele News und so viele neue Modelle und auch neue Tools, die ich zeigen möchte. Dafür jedes Mal ein eigenes Video zu machen, ist für mich zeittechnisch leider nicht möglich. Deshalb packen wir das jetzt in unsere Druckbetankung. Ich hoffe, das Format gefällt euch. Viel Spaß! Ich würde mich ein bisschen entlanghangeln an verschiedenen Themen, angefangen natürlich mit dem Thema Sprachmodelle, Large Language Models. Was ist da so der aktuelle Trend? Was kann man da vielleicht auch in nächster Zeit so erwarten? Dann würde ich aber auch noch ein bisschen nach links und rechts schauen, auch was sich im Bereich Videomodelle tut. Ja, im Bereich Sprachmodelle, LLMs, gibt es einen interessanten Ansatz, den ich euch mitgebracht habe, nämlich das Thema Recursive Language Models. Das ist erstmal ein sperriger Titel, ist aber tatsächlich ein ganz charmanter Ansatz. Ich habe ja in vergangenen Videos euch auch schon gezeigt, dass wir das technische Problem haben, dass die großen Sprachmodelle nur ein begrenztes Kontextfenster haben. Das heißt, wenn das Kontextfenster mit Text oder Bildern oder was auch immer man da in Tokenform reinschiebt, irgendwann gefüllt ist, dann muss man entscheiden, was man davon abschneidet. Im Bereich Coding wird häufig damit gearbeitet, einfach den bisherigen Chatverlauf zusammenzufassen, zu komprimieren. Kontextkomprimierung ist da auch ein Stichwort. Aber das sind letztendlich alles so Krücken, die benutzt werden, um das Kontextfenster möglichst gut auszureizen. Es gibt jetzt mit Recursive Language Models einen Ansatz, der das Ganze sogar noch mal weiter treibt. Nämlich der Gedanke, ich schiebe jetzt nicht mehr Text oder Bilder oder was auch immer durch das LLM selber in das Kontextfenster, sondern ich trainiere das LLM so, dass es sowohl Text als auch Bilder, als auch jegliche Form von Input oder Output als Variablen in einer Programmiersprache behandeln muss. Man kann sich das also vorstellen, ich schicke also keinen initialen Prompt mehr an das Modell, sondern mein Prompt liegt beispielsweise in irgendeiner Datei, kann dann in der Programmierumgebung des LLMs in eine Variable reingeladen werden beispielsweise, und das LLM versucht nun mit Hilfe von Programmiertools das Ganze zu sezieren, kann das Ganze auch an Subagenten oder Sub-LLMs schicken und versucht, so möglichst wenig Tokens im eigenen Kontextfenster tatsächlich aufzuwenden für die eigentlichen Aufgaben. Und das klingt zwar vielleicht noch ein Stück weit akademisch, hier auf der Webseite des Autors gibt es auch einige Schaubilder, die vielleicht auf den ersten Blick recht sperrig wirken. Diejenigen von euch, die schon mit Coding-Modellen arbeiten, die kennen zumindest so etwas Ähnliches, nämlich den Umstand, dass diese Modelle sehr, sehr gut mittlerweile darauf trainiert sind, Tools zu benutzen. Tools in Form von beispielsweise Command-Line-Interfaces oder auch CP-Servern beispielsweise. Das hatte ich ja auch im vergangenen Video einmal schon präsentiert. Das Ganze geht halt jetzt noch einen Schritt weiter, denn bei Coding-Agenten ist es immer noch so, wenn ein Tool ausgeführt wird, dann wird das Ergebnis direkt in das Kontextfenster von dem Coding-Agenten überführt. Das heißt, auch da laufen wir relativ schnell sogar in die Situation rein, dass das Kontextfenster voll ist und wir komprimieren müssen. Im Falle der Recursive Language Models ist es jetzt so, dass man im Prinzip ein Hauptmodell hat, das über eine eigene Programmierumgebung verfügt, auch REPL genannt. Das steht für Read, Evaluate, Print und Loop. Das ist also ein alter Begriff, der im Prinzip auch zum Beispiel die Bash-Umgebung bezeichnet, die ich ja jetzt auch auf Linux oder auf Mac benutze, wo man im Grunde genommen wirklich live programmieren kann, also Variablen definieren kann. Man kann Funktionen aufrufen und die Daten, die man zur Verfügung hat, auf diese Art und Weise manipulieren. Und dadurch braucht das LLM, was diese Umgebung steuert, tatsächlich viel weniger Token aufzuwenden, und man versucht somit dieses Problem des explodierenden Kontextfensters zu lösen, indem man sagt, okay, wir haben ein begrenztes Kontextfenster, aber wir verwenden auch so wenig Tokens wie möglich, um eine Aufgabe zu lösen. Man kann sich das vorstellen, wenn wir das einmal aufzeichnen, bei einem klassischen LLM versucht das Modell grundsätzlich, wenn wir jetzt nicht über externe Tools sprechen, alles innerhalb des eigenen Kontextfensters zu lösen. Das heißt, ich habe initial meinen Prompt beispielsweise da drin und das kann dann versuchen, zum Beispiel
ein bisschen nachzudenken. Also die ganzen Reasoning-Modelle, die wir ja auch kennen, die fangen erstmal an nachzudenken und dann geben die mir im Prinzip eine Antwort. Und das kann man natürlich dann beliebig weit fortführen, bis das Kontextfenster, wie gesagt, gefüllt ist. Bei den Coding-Agenten, wir können jetzt einmal hier Standard LLM hinschreiben. Und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt mal einen Coding-Agenten. Das sieht also ganz ähnlich aus bei einem Coding-Agenten mit dem großen Unterschied, er kann jetzt auf Tools zugreifen, die dann auch extern natürlich laufen können, also extern von dem eigentlichen Kontextfenster. Und er bekommt dann das Ergebnis vom Tool. Das heißt, die Datenverarbeitung selber kann außerhalb des Kontextfensters stattfinden. Und das führt natürlich dann dazu, dass wir deutlich bessere Ergebnisse bekommen, dass wir auch mit der Umgebung interagieren können. Aber auch hier sind, wie gesagt, Grenzen gesetzt, weil natürlich alleine durch das Lesen und Editieren von Dateien beispielsweise, das ist ein Tool, was diese Coding-Agenten natürlich haben, die können Dateien lesen und die können Dateien schreiben. Diese Dinge laufen wirklich dann trotzdem durch das Kontextfenster. Das heißt, der Abschnitt einer Datei, der gelesen wird, der verliert sich dann am Ende tatsächlich im Kontextfenster. Wir können uns das mal vorstellen. Das Tool, wenn das jetzt hier das Read-Tool wäre zum Beispiel, dann schiebt er im Prinzip zumindest einen Textausschnitt, schiebt er dann quasi in das Kontextfenster wieder rein. Und das ist bei Recursive Language Models jetzt der nächste Schritt zu sagen, selbst das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass reine Textpassagen tatsächlich unser Kontextfenster verschmutzen sozusagen, sondern wir wollen das Kontextfenster so schlank wie möglich halten. Mit den Recursive Language Models ist es dann so, dass auch der initiale Prompt außerhalb des Kontextfensters liegt. Natürlich braucht das auch das RLM eine initiale Anweisung, aber es kann eine sehr, sag ich mal, komprimierte, kurze Anweisung sein, also so eine initiale Instruktion vielleicht, die dann das RLM mitbekommt. Und dann geht es hin und versucht mit dem Prompt zu arbeiten. Und zwar nicht, indem es den Prompt liest, sondern man kann sich das vorstellen, man hat jetzt hier wirklich diese REPL-Umgebung, die dann wirklich Bestandteil des Gesamtsystems auch ist. Also es ist tatsächlich notwendig für die Funktion. Und da liegt jetzt zum Beispiel unser Prompt vielleicht, wenn es jetzt kein Prompt ist, oder ich sage mal, lasst uns mal sagen, das ist der Kontext. Ne? Kontext als Textfile vielleicht, also als eine oder mehrere Dateien. Und jetzt macht das LLM tatsächlich, oder das RLM an der Stelle, anstatt dass es wirklich jetzt in weitestgehend natürlicher Sprache arbeitet es über Instruktionen. Ja, ich sage das jetzt mal ganz stumpf, ne? Also mach x mit y zum Beispiel. Das heißt, was dann passieren würde, innerhalb dieser Umgebung, würde man jetzt diesen Kontext hier reinladen und dieser Kontext geht an eine Funktion oder auch an ein weiteres LLM. Also deshalb kann man auch sagen, dieser Ansatz arbeitet in Teilen auch mit dem Konzept der Subagenten, aber das ist kein notwendiges Kriterium, sondern selbst wenn es nur reine Funktionen wären, wäre das in der Funktionsweise schon wie hier skizziert. Also sagen wir mal, hier hat man eine Funktion und aus der Funktion bekommt man dann entsprechend ein Ergebnis und das Ganze kann man beliebig lange fortführen. Also ihr könnt euch vorstellen, man hat als Kontext beispielsweise eine Tabelle drin, als zum Beispiel CSV-Datei. Dann kann man jetzt über ganz klassische Funktionen aus Python beispielsweise, also diese REPL kann eine Python-Umgebung sein, das kann aber auch eine Node.js oder Bun-Umgebung sein, da gibt es verschiedene Ansätze. Ist letztendlich nicht so schlachtentscheidend, was da genutzt wird, sondern viel wichtiger ist, dass es interaktiv ist. Das heißt, dass man im Prinzip zur Laufzeit einfach diese Funktionen ausführen kann und auch kaskadieren kann. Und das macht man dann so lange, bis man gewisse Daten extrahiert hat. Also zum Beispiel bei der Tabelle kann man sagen, man sortiert diese Tabelle vor, man filtert gewisse Ergebnisse raus, man führt Berechnungen durch und das Ganze ohne wirklich jemals diese kompletten Daten zu sehen. Und an der Stelle fragt man sich natürlich, okay, wie kann das funktionieren, wenn ich diese Daten nicht vollständig sehen kann? Aber es hat sich gezeigt tatsächlich mit den Coding-Modellen, dass das Ganze schon ganz gut funktioniert und vor allem, wenn man das kombiniert mit weiteren LLM-basierten Bestandteilen, denen man dann wiederum den Auftrag gibt, fasst das zusammen, extrahiert die wesentlichen Aspekte. Denn bei diesen ganzen Subagenten ist es mir dann in dem Augenblick gar nicht so wichtig,
ob das Kontextfenster jetzt für die gesamte Laufzeit ausreichen soll, sondern es muss im Prinzip nur für diese einzige Aufgabe ausreichen. Danach schmeiße ich sozusagen dieses LLM wieder weg und nehme sowieso ein neues für die nächste Aufgabe. Also das Ganze ist tatsächlich ein spannender Ansatz. Die ersten KI-Labore nutzen ähnliche Techniken auch mittlerweile schon, muss man sagen. Also dass man auch dazu übergeht zu sagen, MCP-Server sind jetzt nicht mehr nur eine Auflistung von Funktionen, die das LLM aufrufen kann, sondern wir kaskadieren das Ganze. Das heißt, es gibt verschiedene Funktionen, die hinterlegt sind, die ausgeführt werden können innerhalb dieses MCPs. Also da gibt es schon erste Beispiele, wie man sagen kann, dass das Thema grundsätzlich aufgegriffen wird. Ich glaube schon, dass das tatsächlich zumindest für bestimmte Aufgabenbereiche ein sehr wertvoller Ansatz sein wird, nämlich dann, wenn wir einfach riesige Datenmengen verarbeiten müssen, die einfach nicht in ein Kontextfenster passen und wo wir das Ganze vielleicht auch dann im Hintergrund länger laufen lassen können, wo es gar nicht so sehr auch auf die Latenz ankommt, sondern wir sagen, okay, das arbeitet jetzt so lange diesen Prozess ab mit diesen Werkzeugen, bis es dann fertig ist. Halte ich, wie gesagt, für super spannend und werde ich auch auf jeden Fall mit rumexperimentieren, was man damit machen kann. Es gibt aber auch Open-Source-Modelle, die jetzt genau darauf trainiert sind, so zu agieren und diese Tools dann zu benutzen. Es gibt von Qwen ein Qwen 3 RLM-Modell zum Beispiel, das dann wirklich genau auf diesen Ansatz nachtrainiert wurde. Das will ich tatsächlich auch nochmal ausprobieren und mir anschauen, wie gut das funktioniert. Weil man kann sich natürlich vorstellen, wenn jetzt das Kontextfenster gar nicht mehr so relevant ist, also ich nicht unbedingt jetzt ein Gemini 3 mit dem riesigen Kontextfenster brauche, um meine ganzen Daten da durchzuschieben, sondern wenn am Ende des Tages ich weiß, okay, das Hauptmodell dahinter, das ist sehr sparsam unterwegs, was die Tokens angeht. Vielleicht kommen dann solche lokalen Modelle tatsächlich auch sehr gut dafür in Frage, um das durchzuführen. Innerhalb der einzelnen Funktionen kann man natürlich trotzdem jederzeit auch auf größere, auch auf Cloud-basierte Modelle zurückgreifen, abhängig von der Aufgabenstellung. Also von daher halte ich das für tatsächlich einen sehr charmanten Ansatz. Vielleicht an der Stelle, DSPy hatte ich ja auch schon erwähnt, werde ich auch auf jeden Fall noch ein dediziertes Video zu machen. Die haben das tatsächlich auch aufgegriffen. Also es gibt quasi in der DSPy-Bibliothek gibt es eine RLM-Modul mittlerweile, wo dann dieser Ansatz tatsächlich auch direkt integriert ist und man ein REPL dem LLM zur Verfügung stellen kann und das Ganze dann in einer Sandbox, also die haben hier jetzt entweder Python oder Node, also mit Dino, das ist ja im Prinzip eine Node.js, es ist ein JavaScript-Environment und darüber können dann diese Funktionen zur Laufzeit durchgeführt werden. Ja. Kommen wir vielleicht zu einem etwas leichteren Thema. Leicht in dem Sinne, weil es zumindest etwas einfacher verdaulich ist, sich das anzuschauen. Nämlich dem ganzen Thema der Videogenerierung. Und da ist aus meiner Sicht eine Schwelle überschritten worden, jetzt mit dem Seedance 2 Modell, wo man echt sagen muss, wenn man jetzt auf Knopfdruck mit einem guten Prompt plötzlich solche Videos erzeugen kann, dann hat das natürlich für verschiedene Leute Konsequenzen, sicherlich für die Filmindustrie, für die Fernsehindustrie, vielleicht auch natürlich für die YouTuber-Industrie, aber wir schauen mal rein. By 2030, almost 80% of people had lost their jobs. They had no money, no purpose, but they had a lot of time on their hands. The less people actually did physical work, the more they wanted to appear as if they did. What if we could use the energy of humans to power the machines that took away their jobs? Energem solved our need for energy and your need for purpose. Ja, ist halt schon einfach nur noch Wahnsinn, was da für eine Qualität rauspurzelt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Arbeit da reingeflossen ist, um das zu erstellen, aber es gibt mehrere Beispiele für dieses chinesische Seedance 2 Modell, was auch ohne Rücksicht auf irgendwelche Copyright-Rechte natürlich trainiert wurde, wie man hier auch sehen kann. Will Smith gegen das Spaghetti-Monster. Wenn wir uns zurückerinnern vor 2 Jahren, wie die Videos aussahen mit Will Smith eating Spaghetti, dann ist das tatsächlich schon sehr, sehr beeindruckend.
Ich habe da ja auch ein Interview vor kurzem durchgeführt mit Fabian Stelzer von Glyph, der natürlich auch in dem Bereich Videogenerierung, Bildgenerierung unterwegs ist, wo er eine Plattform mitentwickelt hat, über das man quasi so Agenten-Workflows für die Kreativindustrie, insbesondere aber auch für andere Dinge abwickeln kann. Und schaut euch das gerne an, wenn ihr das nicht gesehen habt. Da sind auf jeden Fall sehr viele Fragen schon aufgeworfen worden, die ich natürlich auch nicht abschließend beantworten kann. Allerdings ist es schon so, dass sich natürlich aus meiner Sicht einiges ändern wird. Wenn jetzt per Knopfdruck mit einem Prompt plötzlich filmreife Szenen generiert werden können, Leute werden damit aus meiner Sicht, also es ist keine Frage des Obs, sondern eine Frage des Wanns, wann wir die ersten vollständigen Filme sehen werden, die darüber erzeugt werden. Am Ende des Tages wird das immer noch Arbeit erfordern und letztendlich entscheidet auch die Qualität am Ende darüber, ob es den Leuten gefällt oder nicht. Also es kommt gar nicht so sehr darauf an, aus meiner Sicht, ob es jetzt KI generiert ist oder eben nicht, sondern ob es gut ist oder nicht. Aber es werden natürlich jetzt viel, viel mehr Leute befähigt, solche Dinge zu tun. Auch Leute, die vielleicht klassischerweise keine Chance hatten, in diesen Bereich, in diese Industrie vorzudringen. Und es ist also auf der einen Seite eine Demokratisierung aus meiner Sicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch beängstigend, weil einfach mit einer enormen Geschwindigkeit der Status quo sich verändert. Und ja, ich persönlich nutze die Technologie auch sehr gerne, insbesondere natürlich für das eine oder andere Meme. Aber letzten Endes, glaube ich, werden wir alle lernen müssen, diese Tools zu nutzen. Ich glaube, es wird auch weiterhin der menschgemachte Film, die menschgemachte Kunst, menschgemachte Musik hoffentlich existieren. Es ist quasi nur ein weiteres Werkzeug im Werkzeugkasten von uns, das wir uns entscheiden können zu nutzen oder eben nicht. Und letztendlich wird wahrscheinlich der Preiskampf und die Kosten darüber entscheiden, dass sowas natürlich dann immer zunehmend genutzt wird. Aber letztendlich glaube ich, der handgemachte Film wird hoffentlich immer noch existieren, auch wenn es vielleicht eine Nische werden wird. Aber nichtsdestotrotz habe ich noch die Hoffnung, dass wir also nicht komplett aufgeben und alles die KI übernehmen lassen, sondern dass wir auch weiterhin Spaß daran haben, Dinge vielleicht auf etwas schwierigem, aber dann vielleicht doch deutlich zufriedenstellenderen Weg durchzuführen. So, dann schauen wir uns mal an, was das ganze Thema Open-Source-Modelle angeht. Open Source, muss man sagen, gibt es immer die Diskussion, sind Open-Source-Modelle gut genug, können die mithalten mit den großen Laboren? Und letztendlich, wahrscheinlich gibt es immer noch einen bestimmten Qualitätsunterschied zwischen den Open-Source-Modellen natürlich, gerade die Modelle, die etwas kleiner sind, und den Modellen von den Frontier Labs. Aber mittlerweile sind wir echt an einem Punkt angekommen, wo man sagen muss, dass für viele Aufgaben diese lokalen Modelle tatsächlich gut genug sind. Es gibt da zahlreiche Beispiele von Leuten, die mit lokalen Modellen auch agentische Systeme betreiben und wo das gut genug funktioniert. Es ist natürlich immer auch eine Frage, wie viel möchte ich in Hardware investieren, wie schnell soll das Ganze funktionieren. Latenz ist da nämlich auch ein Problem. Wenn ich also nicht wirklich meinen eigenen kleinen GPU-Cluster zu Hause habe, dann kann das Ganze auch mal eine Weile dauern, bis ich da eine Antwort bekomme von dem Modell. Aber letzten Endes bin ich davon überzeugt, dass wir immer mehr solcher Modelle auf lokaler Hardware betreiben werden, die auch immer mehr Aufgaben übernehmen können. Ich persönlich sehe das auch als den richtigen Weg, dass wir sagen, möglichst viel über lokale Infrastruktur, über lokale Hardware abzubilden, weil wir so die absolute Kontrolle darüber haben, was mit unseren Daten passiert. Ist sicherlich nicht für jeden ganz so wichtig, aber ich bin ganz gerne doch schon in der Lage, darüber zu entscheiden, welche Technologien ich benutze, welchen Anbieter ich vielleicht auch benutze und vor allem, was mit meinen Daten passiert. Und wenn wir uns vorstellen, wenn wir immer mehr von unserem Wissen in diese Systeme reingeben, in ChatGPT oder auch in Coding-Modelle, am Ende natürlich die größten Nutznießer davon sind diejenigen, die dann diese Daten sammeln und verwenden können. Wird natürlich häufig vertraglich zugesichert, dass das dann nicht passiert, aber am sichersten und am besten fühle ich persönlich mich, wenn ich weiß, okay, ich habe die absolute Hoheit über meine Daten. Und das neueste Modell im Open-Source-Bereich ist Qwen 3.5, was jetzt vor kurzem erschienen wurde, in verschiedenen Größen. Und auch hier finde ich das Spannende, dass man selbst mit kleiner Hardware einige dieser Modelle betreiben kann. Insbesondere zum Beispiel auf Mac-Hardware laufen diese Modelle ganz gut, weil diese Macs über Shared Memory verfügen mit entsprechend der Möglichkeit, dass man einen großen geteilten Arbeitsspeicher nutzen kann. Das heißt, man kann auch größere Modelle reinladen.
Aber ich teste tatsächlich verschiedene Hardware auch aus. Also auch von AMD gibt es mittlerweile Hardware, bei der das gut funktionieren kann. Nvidia hat mit dem DGX Spark beispielsweise ja auch so einen kleinen Minicomputer rausgebracht mit 128 GB Shared Memory. Das sind also alles Entwicklungen, wo ich glaube, letztendlich werden wir technisch gesehen die Möglichkeiten haben, auch sowas vielleicht im eigenen Haus dann zu betreiben, wo die meisten Dinge drüber laufen können. Und dann, wenn wir wirklich die schlauesten und besten Modelle brauchen, haben wir immer noch die Möglichkeit, diese dann über die Cloud anzufunken. Bei Benchmarks muss man natürlich immer vorsichtig sein. Also viele Leute schreien auch danach, dass diese Modelle im Prinzip nur darauf trainiert sind, bei den Benchmarks gut abzuschneiden. Aber am Ende können wir das ja selber einschätzen, indem wir diese Modelle einfach mal austesten können. Genau, und wir können jetzt einmal schauen. Hier habe ich jetzt ein lokales Modell tatsächlich laufen. Und das läuft nicht auf diesem MacBook, was ich jetzt hier dabei habe, sondern das läuft auf einem kleinen HP-Gerät. ZGX Nano nennt sich das. Das ist im Prinzip die exakt gleiche Hardware wie DGX Spark von Nvidia, nur dass quasi HP da nochmal ein eigenes Gehäuse drum gemacht hat, besseres Lüftungskonzept. Und das ist ja auch grundsätzlich bei Nvidia so, dass sie die Referenz-Hardware veröffentlichen, aber gerade im Consumer-Bereich dann andere Unternehmen diese Hardware quasi nochmal in eigene Systeme einbauen. Und wir können sehen, wir haben hier tatsächlich ein lokales Modell, also nicht lokal auf diesem Rechner, aber auf dem ZGX Nano in meinem Büro. Und ich kann hier im Prinzip ganz normal jetzt in einem Coding-Agenten, ich nutze jetzt für dieses Beispiel mal Pi von Mario Zechner, den ich ja auch interviewt habe, der seinen eigenen Coding-Agenten gebaut hat. Und da kann ich im Prinzip mit dem Modell ganz normal sprechen, dann können wir mal was abschicken. Und wir sehen, dass tatsächlich die Geschwindigkeit schon doch ganz gut ist. Also das Modell antwortet schnell. Es gibt hier noch jetzt bei dem Modell einen kleinen Bug. Das ist das GLM 4.7 Flash Modell. Ist jetzt gar nicht mehr das neueste, aber von der Qualität her relativ gut. Da sehe ich quasi die Thinking Tags immer im Klartext. Das ist aber, tut der Funktion keinen Abbruch. Genau, jetzt versucht er mal im Internet nachzuschauen. Ich habe gesagt, er soll mal nach Inside AI suchen. Allerdings habe ich hier den extra MCP nicht angeschlossen. Ich sage ihm einfach, er soll ein anderes Tool benutzen. Und dann gucken wir mal, ob ich breche jetzt hier mal ab und schicke ihm das nochmal. Er soll mein eigenes CLI-Tool benutzen, was ich für die Websuche gebaut habe. Und wir sehen, das ist jetzt vielleicht nicht das allerschlauste Modell, weil ich muss da doch schon noch ein bisschen nachsteuern. Aber jetzt hat er es auch gefunden, jetzt hat er das Tool gefunden und wir können uns angucken. Er wird hoffentlich dann jetzt gleich die Suche durchführen und damit arbeiten. Je länger der Chat anhält, je größer das Kontextfenster wird, umso langsamer wird das Ganze schon ein Stückchen. Aber es zeigt halt einfach, also es ist eine Hardware, kostet einiges. Also ich glaube, der Preis liegt aktuell zwischen 4.000 und 5.000 Euro von diesem Gerät. Aber das ist aus meiner Sicht ja nur eine Frage der Zeit, bis da hoffentlich die Preise auch wieder in den Keller gehen. Wobei das jetzt gerade beim Arbeitsspeicher ja aktuell nicht so einfach ist. Da sind die Preise ja tatsächlich sehr stark in die Höhe geschossen. Ich habe die Hoffnung, dass das irgendwann sich wieder ein bisschen beruhigen wird. Aber das ist hier ein Beispiel, wo man sagen muss, okay, ein lokales Modell in einem Coding-Agenten, das allerdings jetzt hier auch nicht das größte Kontextfenster hat. Deshalb wird er jetzt den Kontext komprimieren, was normalerweise bei größeren Modellen nicht so schnell passiert. Aber ihr seht, er kann Tools benutzen, er kann Tools aufrufen. Also es funktioniert tatsächlich auch schon mit lokalen Modellen. Ja, und ihr habt gesehen, ich habe Pi benutzt. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen möchte. Nämlich, es gibt ja Coding-Agenten mittlerweile wie Sand am Meer. Also angefangen haben viele bei Claude Code. Ich persönlich habe relativ früh mit OpenCode angefangen, im April letzten Jahres, weil ich den Gedanken, dass ich mich an nicht einen Anbieter ketten muss, sehr charmant fand und habe es auch eigentlich hauptsächlich die meiste Zeit benutzt. Dann hat Mario Zechner mit Pi Ende letzten Jahres seinen eigenen Coding-Agenten veröffentlicht. Und das Spannende daran ist, dass es erstmal super minimal ist. Also es kommt von Haus aus jetzt nicht mit 10.000 verschiedenen Funktionalitäten, sondern mit, sag ich mal, guten, dedizierten Funktionalitäten. Es hat aber die Möglichkeit, dass man das mit Extensions super, super gut und einfach erweitern kann. Und das machen auch viele aktuell. Also viele Leute jetzt so in der Tech-Szene haben angefangen, Pi zu nutzen, sind umgestiegen von Claude Code, von Codex, von OpenCode auf Pi, nämlich weil sich dieses Tool so leicht und einfach erweitern lässt an die eigenen Ansprüche. Das ist tatsächlich auch der Motor bei OpenClaw. OpenClaw ist ja auch tatsächlich jetzt ein Hype-Thema der letzten Wochen und Monate gewesen. Aber der Kern von OpenClaw, also das Modellgerüst, das Harness, das Coding Harness, was da genutzt wird, um die Funktionalitäten zu ermöglichen, basiert tatsächlich auch bei OpenClaw auf Pi.
Und ich kann euch nur einladen, das Tool auszuprobieren. Es ist Open Source, es kostet nichts und es ist tatsächlich auch von jemandem gebaut, der sich mit der Materie auskennt. Also Mario liest tatsächlich auch noch den Code, der da produziert wird. Und das merkt man, glaube ich, auch, wenn man das Tool benutzt, dass es doch relativ gut funktioniert. Da gibt es tatsächlich, ich schaue mal, es gibt einige Beispiele, vielleicht hier nur einfach als Beispiel tatsächlich genannt, was Leute jetzt tatsächlich auf Pi entwickeln. Also hier der Nico beispielsweise, der baut, glaube ich, den ganzen Tag nichts anderes als Pi-Extensions mittlerweile. Aber der baut halt Sachen, die sind dann schon sehr, sehr beeindruckend, wie jetzt zum Beispiel so ein Design-Deck. Das heißt, der Coding-Agent hat dann die Möglichkeit, mir für Designaufgaben verschiedene Entwürfe vorzubereiten und ich kann dann quasi als User sagen, okay, das ist der Entwurf, der mir jetzt am besten gefällt. Und auch das alles Open Source, basiert auf Pi. Das Einzige, was man machen muss, ist sein eigenes Modell anschließen. Und auch hier haben wir mittlerweile ja die große Auswahl an Modellen. Wir sind nicht mehr nur an OpenAI oder Anthropic gebunden. Und ich persönlich nutze sehr häufig beispielsweise auch das Kimi K2-Modell, das tatsächlich für viele Aufgaben auch sehr, sehr gut funktioniert. Ist tatsächlich auch ein Open-Source-Modell, also rein theoretisch jetzt für ein Unternehmen, das sagt, okay, ich möchte so etwas lokal betreiben, muss man einmal in den sauren Apfel beißen und die Hardware anschaffen. Aber dann könnte man auch dieses Modell tatsächlich selber betreiben. Und die Qualität ist tatsächlich sehr, sehr gut. Es kommt vielleicht nicht an ein Codex 5.3 oder an ein Opus 4.6 in allen Bereichen ran, aber ich glaube, es zeichnet sich immer mehr ab, dass wir viele Aufgaben haben, wo wir jetzt nicht die absolut höchste Intelligenz für benötigen, sondern wo es eher darum geht, dass diese Aufgabe gelöst werden kann. Und gerade wenn die Geschwindigkeit keine Rolle spielt, dann haben wir tatsächlich die große Auswahl an verschiedenen Modellen. Wobei bei Kimi K2 muss man sagen, das Modell ist tatsächlich auch sehr, sehr schnell. Das können wir uns vielleicht auch einmal angucken. Also, dann schauen wir uns mal an Kimi K2. Also, kannst du herausfinden, was das beste Open-Source-Modell im Februar 2026 ist und benutzt bitte mein eigenes Suchtool dafür. Die Anweisung wird direkt schon erstmal ignoriert und er schaut sich den extra MCP an. Aber was ich euch eigentlich demonstrieren wollte, ist die Geschwindigkeit, mit der das System arbeitet. Das Ganze läuft jetzt in einer Azure-Umgebung. Das heißt, das Modell ist auch zum Beispiel in der Microsoft Azure Foundry, wird das da angeboten, hat den Vorteil, man braucht noch nicht mal die Hardware anschaffen, sondern wenn man ohnehin zum Beispiel in der Microsoft-Infrastruktur arbeitet, dann kann man dieses Modell darüber auch verwenden. There's too much noise in AI. Das ist gut, Lutz. Das ist richtig gut. Okay, und schauen wir mal. Also, Kimi kommt zu dem Schluss. Das GLM 4.7 ist ein anderes chinesisches Modell, auch sehr gut. Es gibt allerdings mittlerweile das 5er-Modell, von daher muss ich ihn rügen. Er hätte noch mal ein bisschen besser nachrecherchieren können. Man muss dazu sagen, meine eigene Suchmaschine ist jetzt nicht die allerbeste. Sie ist funktional, aber andere liefern da dann schon manchmal bessere Ergebnisse. Aber auch hier sehen wir, Kimi K2 ist aufgeführt, Minimax 2.5, ein anderes DeepSeek 3.2, das jetzt, glaube ich, auch schon was älter ist. Und, aber das hat er tatsächlich gefunden, Alibaba 3.5, denn das ist tatsächlich ganz frisch und neu rausgekommen. Und ich wollte euch einfach zeigen, die Geschwindigkeit, in der dieses Modell arbeiten kann, ist tatsächlich schon exzellent. Und wenn wir über Geschwindigkeit reden, gibt es natürlich auch noch weitere Stufen, nämlich mit Codex Spark beispielsweise von OpenAI, einem Modell, was dann tatsächlich über spezielle Hardware betrieben wird, nämlich über Cerebras, mit denen OpenAI eine Kooperation eingegangen ist. Und dieses Modell ist dann einfach ultimativ schnell, bis zu, ich glaube, 1500 Tokens die Sekunde. Also wir können hier den Vergleich sehen, während Codex noch fleißig am Rödeln ist und Dateien schreibt, hat Codex Spark sozusagen schon den Snake-Klon innerhalb von wenigen Sekunden hochgezogen. Das Modell ist wohl nicht ganz so schlau wie die großen Geschwister, hat auch nur ein begrenztes Kontextfenster von 128.000 Tokens. Aber auch hier, wenn wir uns jetzt nochmal zurück erinnern, Recursive Language Models, die Kombination verschiedener Modelle, ich glaube, es wird immer spannender und wir werden sicherlich immer mehr auch die Kombination von solchen Modellen sehen, wo wir für bestimmte Aufgaben wirklich das super schnelle Modell auch haben wollen, das uns sehr schnell eine Lösung generieren kann und für anspruchsvollere Aufgaben dann vielleicht die größeren, kompetenteren Modellen. Letztendlich zeigt es einfach, dass die Geschwindigkeit weiterhin relativ hoch ist im Bereich der KI-Entwicklung, vielleicht in anderen Dimensionen als der reinen Intelligenz, aber das ist sicherlich eine sehr spannende Entwicklung. Ein Trend, den man auf jeden Fall auch sehen kann, ist, dass das Thema der Coding-Agenten
weiter in die Breite getrieben wird, weil sich nämlich einfach gezeigt hat, dass ein Agent, der einen Computer benutzen kann, der sich Programmiercode schreiben kann, dass der letztendlich für jegliche Formen der Computerbenutzung gut geeignet ist. Unabhängig davon, ob der User jetzt wirklich ein Programmierer ist oder ob er wirklich als Ziel hat, dass ein Programm entwickelt wird. Also wir haben jetzt im Prinzip von allen großen Anbietern und auch nischigeren Anbietern wie Perplexity jetzt Lösungen, die tatsächlich agentische Computer-Use für auch Nicht-Programmierer und nicht-technische User zugänglich machen wollen. Bei Anthropic ist das Claude Cowork, das im Prinzip eine Desktop-Applikation ist, die dann beliebige Tätigkeiten auf dem eigenen Computer durchführen kann, vom Sortieren von Dateien bis zum Anlegen von Dateien, Analysieren von Tabellen, Präsentationen erstellen. Im Prinzip sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das Gleiche gibt es von OpenAI mit der Codex-App. Das ist im Prinzip das Pendant von OpenAI zu Claude Cowork, wo man auch sozusagen mehrere Aufgaben bearbeiten kann, auch parallel durchführen kann mithilfe dieses Tools. Und Perplexity hat tatsächlich, ich glaube, vor einigen Tagen erst angekündigt den Perplexity Computer, das auch das gleiche Konzept ist. Das heißt, ich kann Anfrage stellen und dahinter geschaltet ist also ein virtualisierter Computer, den das Modell benutzen kann, um dann tatsächlich jegliche Arbeiten, die man auf einem Computer machen kann, umzusetzen. Über das Ergebnis müssen wir natürlich als Menschen weiterhin selber urteilen. Aber an der Stelle möchte ich ein bisschen schamlose Eigenwerbung betreiben, denn auch ich habe mir über diese Fragestellung sehr viel Gedanken gemacht, nämlich die Fragestellung, ich bin jetzt als Wahnsinniger schon seit mindestens einem Jahr dran und nutze Coding-Agenten, auch für parallele Projekte, vielleicht nicht immer ganz erfolgreich. Ihr erinnert euch vielleicht auch an den Coding-Livestream, wo ich am Ende dann auch gesagt habe, ja gut, bräuchte jetzt doch noch etwas Zeit und man müsste vielleicht doch noch mal besser in die Planung reingehen, um das Projekt dann so umzusetzen. Aber ich sehe da ganz klar die Zukunft darin, dass wir sagen, wir möchten jetzt die Möglichkeiten, die man an einem Computer hat, wenn man sich gut damit auskennt, jetzt immer mehr Leuten zugänglich machen über Interfaces, die das Ganze dann einfach darstellen. Und ich hab persönlich etwas gebaut für genau diesen Zweck. Das nennt sich Octo und sieht im ersten Augenblick erstmal sehr ähnlich aus wie ChatGPT, ist jetzt auch allerdings ehrlicherweise noch gerade im frühen Stadium. Aber auch hier habe ich die Möglichkeit also mit meinem Chatbot erstmal zu interagieren. Aber dieser Chatbot, der läuft tatsächlich auf einem Server, auf einem Linux-Rechner. Er hat quasi einen eigenen User-Account. Er hat Dateien, die ihr hier seht. Wir können sehen, ich habe jetzt mal tatsächlich spaßeshalber angefangen, für Inside AI ihn mal auch recherchieren zu lassen. Und wenn man sich anguckt, ich habe heute, bevor ich das Video aufgenommen habe, angefangen 11:30. Habe ich ihm gesagt, recherchiere doch bitte mal meine YouTube-Reihe Inside AI. Und nach einer halben Stunde hatte er schon meine Episodenliste. Also er wusste zum Beispiel, was ich für Videos alle gemacht habe und hat schon angefangen, auch für neue Themen zu recherchieren. Das Ganze ist also sehr, sehr mächtig. Und natürlich muss man auch hier lernen, damit umzugehen. Aber was mir ganz wichtig ist, das Ganze ist Open Source, kann auf eigener Hardware betrieben werden. Wenn ihr mutig genug seid, könnt ihr das auch schon mal ausprobieren, auf einem Rechner von euch zu installieren. Wie gesagt, es ist noch gerade in der frühen Phase, also erwartet viele Bugs und viele noch nicht vollständige Features. Ich sehe da tatsächlich sehr viel Potenzial. Mein Ziel ist es auch, das sukzessive auch unseren Industriekunden, aber auch meinen Kollegen näher zu bringen, weil ich glaube, dass so ein Ansatz, ob es jetzt mein eigenes Octo ist oder sowas wie Claude Cowork oder OpenAI Codex, dass das schon tatsächlich der Weg hin ist zu einer Zukunft, in der wir alle befähigt werden, dazu mehr zu tun, mehrere Dinge zu tun. Natürlich eröffnen sich dadurch auch sehr viele Fragestellungen, über die ich mir Gedanken mache. Es gab eine Studie vor kurzem, die gezeigt hat, dass beispielsweise wir nicht weniger arbeiten durch den Einsatz von KI, sondern dass wir mehr arbeiten, dass sich Arbeit intensiviert. Und das ist etwas, was ich auch selber natürlich bestätigen kann. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich ansatzweise weniger arbeite als noch vor einigen Jahren, sondern ganz im Gegenteil. Also ich mache deutlich mehr parallel und ich glaube auch, dieser YouTube-Kanal wäre ansonsten auch nicht entstanden, wenn ich nicht angefangen hätte, einfach viele Dinge gleichzeitig anzustoßen und zu machen. Aber das sind alles Fragestellungen, die wir natürlich klären müssen. Mein Ziel ist tatsächlich zu sagen, wenn wir solche Systeme etablieren bei uns,
dann habe ich schon den Wunsch zu sagen, dass die unabhängig sein sollten. Unabhängig von den großen Laboren, sondern natürlich können wir deren Modelle benutzen. Das können wir entscheiden, welche Modelle wir da anschließen wollen. Aber ich halte es für extrem wichtig, dass wir hier auch souveräne Lösungen aufbauen und uns nicht wieder in eine Situation begeben wie mit Apple im Walled Garden, wo wir dann im Prinzip zwar viele schöne Funktionalitäten haben, die wir nutzen können, aber am Ende Apple uns vorschreibt, was wir alles tun dürfen und was wir nicht tun dürfen. Ich sehe das beim Themenfeld KI tatsächlich sehr schlachtentscheidend, dass ich hier den Anspruch habe zu sagen, das muss unter unserer eigenen Kontrolle geschehen. Wir setzen das für uns auf. Die Daten, die auf diesem System liegen, die liegen auf unserer eigenen Infrastruktur und wir entscheiden, was davon nach draußen dringt und was davon tatsächlich nicht nach draußen dringen darf. Wenn ihr Lust habt, probiert das Tool gerne aus. Wie gesagt, es ist Open Source und kostenlos. Erfordert sicherlich Stand heute noch ein bisschen Mut und auch ein bisschen Expertise im Einrichten solcher Systeme. Ich werde aber versuchen, das so einfach wie möglich zu machen, wobei gleichzeitig ich schon den Anspruch habe, zu sagen, natürlich geht es jetzt nicht darum, dass jeder sich das einfach auf Knopfdruck sofort installieren kann, sondern wenn, dann soll es auch so sein, dass es sicher genug ist. Natürlich gibt es nicht die absolute Sicherheit bei diesen Systemen, aber ich hoffe, dass das ein guter Beitrag zum Thema der Agentenplattform ist. Ich persönlich nutze es tatsächlich schon sehr intensiv. Also ich kann zumindest berichten, dass ich einen treuen Kunden habe, der dieses Tool benutzt. Vielleicht werdet ihr ja auch zu Kunden. Kunden natürlich nur in Anführungszeichen, weil, wie gesagt, es ist Open Source und kostenlos. Ja, und das soll es auch gewesen sein. Also es war, glaube ich, jetzt tatsächlich eine Druckbetankung. Also ich selber fühle mich jetzt schon etwas erschöpft bei diesen ganzen Themen. Aber ich glaube, dass diese Art von Format hilfreich sein kann, dass man einfach in einem Rutsch mal aktuelle Themen diskutiert und vorstellt. Ihr könnt auch gerne natürlich Themen vorschlagen, die ihr in zukünftigen Videos sehen wollt. Dann werde ich mir die natürlich sehr gerne auch anschauen und darüber berichten. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Inside AI.